Hallo, herzlich willkommen. Mein Name ist Sebastian. Wir machen heute zusammen ein einfaches Spiel für absolute Beginner in Unity. Ich will dir heute zeigen, wie man fast ohne Code in Unity ein cooles Spiel machen kann. Unser Quellcode wird nur ein paar wenige Zeilen haben. Dann lass uns nicht lang quatschen. Wir fangen einfach direkt an. Ich zeige dir mal kurz, was am Ende rauskommen soll. Eine Art Endless Runner mit Physik, also auch die Trägheit des Spiels muss hier einkalkuliert werden. Falls du Unity noch gar nicht kennst, hol dir zuerst das Unity Hub von der Unity-Seite. Installiere dir anschließend dann eine neue Unity-Version über das Hub. Und dann kannst du im Unity Hub ein neues Projekt anlegen, New Project. Ich würde hier den 3D UAP-Renderer nehmen, Projektnamen eingeben, Speicherort auswählen und dann Create Project. Dann hast du ein leeres Unity-Projekt vor dir, so wie ich hier. Erst schlage ich vor, machen wir uns ein paar Ordner. Das geschieht hier im Project-Bereich. Darin befinden sich alle Ressourcen, die das Spiel hat, also zum Beispiel Skripte oder Bilder, Sounds und vieles mehr. Ordner erstellst du mit Rechtsklick, Create Folder. Ich habe jetzt einen Prefabs-Ordner, einen Scripts-Ordner und einen Materials-Ordner zusätzlich erstellt. Ich mache mir zuerst mal ein paar Materialien. Diese bilden später die Oberfläche unserer 3D-Objekte. Das geht mit Rechtsklick, Create, Material. Ich nenne das Material Blue HDR und klicke hier auf HDR und suche mir dann die Farbe aus und die Intensity ein bisschen hoch. Jetzt bekomme ich so eine leuchtende Farbe. Dann mache ich mir ein paar verschiedene Materialien, sagen wir 5 Stück. Du kannst auch einfach mit Steuerung D das Material duplizieren und dann entsprechend die Farben und die Beschriftung verändern. Jetzt brauchen wir unser erstes 3D-Objekt. Game-Objekt, 3D-Objekt, Zylinder. Der Zylinder soll auf die Position 0, 0, 0 und ich drehe auf der X-Achse um 90 Grad. Das kannst du einfach oben in der Transform-Komponente einstellen. Die Komponente gibt die Position, Drehung und Größe des Objekts an. Dann Doppelklick auf Zylinder in der Hierarchie. Da können wir jetzt einfach unser leuchtendes Material draufziehen. Jetzt haben wir hier unsere Röhre. Anschließend ändere ich die Skalierung des Zylinders auf der lokalen ZY-Achse, das war vorher Z, auf 25. Und ich nenne das Objekt in Tube um. Mit Steuerung D dupliziere ich Tube jetzt zweimal und verschiebe die beiden Kopien nach oben, jeweils links und rechts. Die beiden bekommen wieder ein leuchtendes Material, aber ein anderes. Mittlere Röhre, die vergrößere ich jetzt noch ein bisschen. Sagen wir mal auf 2 auf X und Z auch. Vielleicht sogar 3. Die mittlere Röhre bekommt jetzt in bestimmten Abständen verschiedene Hindernisse um sich herum. Ich nehme dazu kleine Boxen. Game Object, 3D-Objekt, Cube. Das Ganze einfach mit dem Verschiebewerkzeug positionieren dann. Und jetzt den Würfel einfach duplizieren mit Steuerung D und verteilen. Dann markierst du alle Würfel, indem du Shift drückst und die Würfel auswählst. Dann ziehst du die in die mittlere Röhre rein. Jetzt erstellst du mit Rechtsklick Create Empty ein leeres Game-Objekt und nennst es Tube Section. Da ziehen wir jetzt alle 3 Tubes einfach rein. Jetzt wollen wir ein Prefab aus der Section machen. Das sind Vorfabrikate, die wir immer wieder nutzen können. Dazu ziehe ich das Objekt einfach in den Prefabs-Ordner.
Dann dupliziere ich die Röhre mit Steuerung D und setze sie einfach an das Ende der anderen Röhre. Jetzt klicke ich doppelt auf das Prefab und komme in die Prefab-Ansicht. Können wir das Objekt auch später immer wieder bearbeiten und die Änderung wirkt sich auf alle Kopien des Prefabs aus. Ich füge hier jetzt für die mittlere Röhre, also wähle die mittlere Röhre, klick Add Component und tippe einfach mal Force ein und dann wählst du hier Constant Force. Du hast gesehen, hier kommt automatisch noch eine andere Komponente hinzu. Rigid Body sorgt für die physikalischen Eigenschaften des Objekts, also wie schwer es ist, wie viel Anziehungskraft wirkt oder ob überhaupt, die Reibung und so weiter. Dann geben wir eine Drehbewegung auf das Objekt. Testen wir das einfach mal. Ich gehe mit dem Pfeil hier aus dem Prefab-Modus raus. Ich drücke hier Play. Und jetzt sehen wir, das dreht sich zwar irgendwie, fällt aber auch auf den Boden. Also zurück in den Prefab-Modus. Das können wir verhindern, indem wir hier Use Gravity erstmal wegkreuzen und dann alle Achsen für die Bewegung sperren, außer die Rotation Y. Ich gehe zurück wieder in die normale Ansicht mit dem Pfeil. Und jetzt siehst du, das Ding dreht sich. Und wie du bestimmt bemerkt hast, drehen sich beide. Das heißt, wir haben im Prefab das verändert und es wirkt sich auf beide Sections aus. Nun kümmern wir uns als nächstes um einen Spieler. Rechtsklick, 3D-Objekt, Sphere. Ich positioniere den Player an den Anfang der ersten Röhre. Dann schiebe ich die Main-Kamera in den Player rein. Ich ziehe die Kamera jetzt so hin, dass sie die Kugel von hinten beobachtet. Vielleicht so ein bisschen von oben. Jetzt kriegt auch die Kugel, also der Player, Constant Force. Allerdings nehmen wir hier eine Bewegung in Richtung Z. Das testen wir mal. Du siehst, die Kugel läuft jetzt hier geradeaus und die anderen bewegen sich auch. Jetzt geht es nicht weiter, es kollidiert. Das prüfen wir nachher. Wichtig ist noch, dass du auch hier die Achsen sperrst und Use Gravity rausnimmst. Jetzt soll die Kugel erst loslaufen, wenn ein Button gedrückt wird. Und dann soll auch der Button anschließend verschwinden, also ein Play-Button. Und auch das kriegen wir ohne Programmieren hin. Mit Rechtsklick, UI, Create Button. Stell bitte gleich hier oben Full HD ein und ändere im Canvas die Einstellung in Scale with Screen Size. Die Referenzgröße ist 1920 mal 1080, also hier, Full HD. Du siehst, unser Button ist immer gleich groß. Der Ankerpunkt, der muss hier mittig sein. Dann auf 00 stellen. Den Button mache ich etwas größer. Und ändere den Text im Play. Hier unten im Button findest du einen sogenannten Unity-Event. Da könnte man jetzt Skript reinziehen und dann Quellcode ausführen bei Klick des Buttons, aber man kann das auch vollkommen ohne Programmieren verwenden. Ich drücke hier dreimal Plus. Ich ziehe dann unsere beiden Röhren da rein, aber nur die mittlere. Und jetzt wähle ich hier jeweils bei Constant Force Enabled und dann kreuze ich das an.
Jetzt passiert nichts weiter, als dass der Button diese Häkchen hier ein- und ausschaltet. Also diese hier. Mit anderen Worten setzt er die Enabled-Variable der Komponente auf True. Und hier im letzten Event, da schaltet sich der Button selbst aus. Also ich ziehe den Button da rein und wähle GameObject, setActive und kreuze hier nicht an, weil der soll ausgeschaltet werden. Das ist also das gleiche, wie wenn man im Skript schreiben würde, setActiveFalse. Zu Beginn muss jetzt jeweils von der mittleren Röhre das Constant Force ausgeschaltet werden. Und wenn ich jetzt starte, dann sollte unser Spiel starten. Und es funktioniert noch nicht so ganz. Auch die Constant Force hier vom Player muss am Anfang aus sein und dann wird die auch über unseren Button eingeschaltet. Jetzt brauchen wir noch ein Skript für den Player. Ich habe das hier schon angefertigt. Du gehst also einfach auf den Scripts-Ordner, machst einen Rechtsklick, Create, C#Script und gibst dem den Namen Player und dann einen Doppelklick drauf und dann kommst du in die IDE deiner Wahl. Bei mir ist das hier Visual Studio. Ich habe das Skript hier schon ein bisschen vorbereitet, aber ich erkläre es kurz. Hier oben haben wir zunächst 4 Felder. Felder sind Variablen, die in dem ganzen Skript gelten. Die ersten beiden Felder haben ein Attribut davor, SerializeField. Das bedeutet, die Variablen sind im Inspektor einstellbar. Die anderen beiden sind dort nicht sichtbar. RotateForce ist eine Variable vom Typ Float, eine Kommazahl, die die Geschwindigkeit der Rotation des Spielers angibt. Center of Mass gibt an, um wie viel der Schwerpunkt des Spielers verschoben wurde. Wir wollen später nur y so ändern, dass der Schwerpunkt in der Mitte der Röhre liegt. Movement dient dazu, die Tasteneingabe zu speichern und RB hier speichert die Referenz auf den Rigid Body, damit wir mit dem was machen können. Holen wir uns also zuerst mal hier den Rigid Body von dem Game-Objekt, also vom Spieler. Dann setzen wir Center of Mass vom Rigid Body auf den Wert, den man im Inspektor einstellen kann. Hier wird die Eingabe für die horizontale Achse vom Input Manager geholt. Wir können also mit AD oder mit Pfeiltasten oder auch mit dem Gamepad steuern. Update hier wird einmal pro Frame aufgerufen, dadurch ist dieser Wert immer aktuell. Fixed Update ist auch ein Update, aber extra für Physikkomponenten wie Rigid Body. Wir nutzen hier also die Methode addRelativeTalk vom Rigid Body, um die Achse Vektor 3 Back, das ist die Z-Achse. Durch das Multiplizieren mit unserem Eingabewert Movement, der zwischen 1 und -1 liegen kann, dreht sich der Player um seinen Schwerpunkt in die jeweilige Richtung. Das testen wir mal aus. Erstmal natürlich die Komponente einstellen und die Sperre für die Z-Achse muss raus im Rigid Body hier. Das funktioniert und das Gute ist auch an dem Spiel oder das Interessante, dass man auch ein bisschen die Trägheit mit berücksichtigen muss, einrechnen muss. Das ist ganz cool. Jetzt wollen wir, dass das Ganze endlos funktioniert. Das geht ganz einfach. Immer wenn der Spieler am Ende einer Röhre angekommen ist, also hier zum Beispiel, wird diese um ihre Länge in Z-Richtung versetzt. Ich habe also wieder ein Skript gemacht und es Endless genannt. In der Prefab-Ansicht, Doppelklick auf das Tube Section Prefab, ziehen wir das Skript jetzt drauf oder holen es uns hier mit Add Component. Und wir brauchen noch einen Collider. Ich nehme Box Collider. Positioniere den hier ganz hinten am Ende. Dann schalte ich den auf Is Trigger.
Trigger sorgt dafür, dass wir nicht gegen physische Grenzen stoßen, sondern die Kollision einfach nur festgestellt wird. Anschließend gehe ich hier zum Player und gebe den Tag Player. Damit wir bei der Auswertung der Kollision dann prüfen können, ob wirklich der Player Auslöser der Kollision war. Im Endless Script prüfen wir, ob eine Kollision mit Player stattgefunden hat und versetzen dann die Sektion um die Länge, die hier oben als Offset im Inspektor angegeben ist. Bei einem Scale von 25 wäre Offset also 100. Testen wir das Ganze mal. Hast du gesehen, hier, jetzt springt das rüber, das passt also. Das Ganze geht jetzt endlos mal weiter vor sich. So, das Ganze scheint endlos zu funktionieren jetzt. Als letztes brauchen wir noch einen Timer und ein Game-Over-Fenster und den Hintergrund werden wir noch schwarz machen. Das mit dem Schwarzmachen geht ganz schnell. Gehst du einfach in die Main-Kamera und dann hier unten bei Skybox nimmst du Solid Color und stellst dir schwarz ein. Den Button, den werde ich auch noch ein bisschen schöner machen. Gehe ich auf Button. Ich habe jetzt den Button hier noch ein bisschen passender gestaltet. Dann machen wir jetzt den Text für den Timer hier oben. Hier einen Rechtsklick drauf auf das Canvas. Also Rechtsklick, UI, Text, Textmesh Pro. Das wird unser Timer. Und ich positioniere den oben in der Ecke. Dann das Fenster, also wieder Rechtsklick, UI, Panel. Dann einen Text einfügen. Und noch einen Button da, dupliziere ich einfach den von hier oben. Steuerung D. Nehme den dann in das Panel rein. Ziehe den ein bisschen runter. Das Panel mache ich noch ein bisschen dunkler hier. Dann benenne ich das noch. Und das Panel wird zunächst mal ausgeschalten. Dann zurück ins Player-Skript. Die beiden UI-Elemente, die wir eben gemacht haben, werden hier oben als Feld angegeben, damit wir sie per Skript verändern können. Wir brauchen auch noch eine Variable als Float-Variable für den Timer. Und hier in Updates sehen wir die Zeit hoch und dann konvertieren wir den Float-Wert in eine Ganzzahl, wandeln die in eine Zeichenkette um und geben die an den Timer-Text. Jetzt wird also der Timer ständig hochgezählt und angezeigt. Zum Schluss stellen wir noch fest, wann das Spiel zu Ende ist. Also falls der Player kollidiert, wird Game Over aufgerufen. Also mit der Game Over Methode wird das Fenster angezeigt und der Button darin, der ruft dann dieses Restart Game Methode auf, die die Szene neu lädt und das Spiel beginnt von vorn. Wir müssen zuerst mal von dem Button den On-Click-Event noch zuweisen, also vom Game-Over-Window und diesem Button. Das ist das alte kopierte, das kann raus. Dann den Player reinziehen und Restart Player aufrufen, Restart Game. Und jetzt im Player, im Skript, müssen wir ebenfalls hier noch was zuweisen. Zuerst der Timer-Text. Hier ist ein kleiner Fehler drin, hier wird das nicht angenommen. Das liegt daran, dass es kein Textmesh ist, sondern ein Textmesh Pro UGUI. Das müssen wir noch machen. Und das kriegen wir auch nur, wenn wir TM Pro hier oben, Textmesh Pro als Using angeben. Und jetzt können wir hier in dem Player-Skript den Timer reinziehen. Und das Game-Over-Window, das haben wir hier. Und das Ganze testen.
Jetzt ist ein bisschen blöd, dass die Zeit sofort hier losläuft und nicht erst, wenn das geschaltet ist. Da können wir aber noch was machen. Das machen wir ganz einfach. Gehen wir zu dem Play-Button und fügen hier noch eins hinzu. Nehmen den Player, ziehen den Player hier rein, wählen vom Player das Enabled. Das ist To. Und ganz am Anfang muss das Player dann aus sein. Neuer Test. Jetzt läuft nichts los. Das hat natürlich hier jetzt den Nachteil, wir müssen jetzt hier eine 0 reinschreiben. So, und die sieht jetzt ein bisschen doof aus. Play. Zu funktionieren. Zeit läuft oben. So, wenn ich jetzt irgendwo gegenstoße, Game Over, passt. Play drücken, Spiel fängt von vorne an. Super. So, funktioniert alles. Wenn dir noch was auffällt, dann schreib mir mal in die Kommentare. Einen kleinen Effekt für den Player können wir noch machen. Klick mir hier auf den Player und füge Trail-Renderer-Komponente hinzu. Dann kannst du hier noch Material zuweisen und noch ein bisschen was einstellen. Probier einfach mal selber aus. Und dann hast du hier schon einen ganz netten Effekt. Bisschen umstellen. Wenn du hier in Volume reingehst, dann kannst du auch noch weitere Effekte hinzufügen, so wie zum Beispiel hier Vignette. Ein kleiner Tipp noch, wenn du möchtest, dass der Spieler weniger träge reagiert, dann nimm einfach seine Masse etwas runter, dann reagiert der Spieler also besser, schneller. Okay, also dann wären wir fertig. Du kannst das Ganze natürlich noch verbessern. Viel Spaß dabei und dann bis bald. Lass mir gern ein Like da oder vielleicht auch ein Abo, wenn du magst. Und dann ciao.